Er ist und bleibt eine Legende, wobei die unterschiedlich interpretiert wird. Denn entfacht der Defender bei den einen heiße Liebe auf den ersten Blick, die vielleicht auch aus so manchem Kindheitstraum entstanden ist, löst er bei anderen eher gemischte Gefühle aus. Denn es soll schon vorgekommen sein, dass der ein oder andere britische Kollege zur Dauerbaustelle wurde. Wie dem auch sei, Schrauberfähigkeiten sind hier auf jeden Fall gern genommen. Für Pia und Tobi, die Besitzer dieses TD 510ers von 2003, kam aber kein anderer Reisegefährte in Frage. Auch wenn das Wetter bei so einem kompakten Fahrzeug auf Reisen idealerweise mitspielen sollte, so wie heute, nicht. Immerhin im Matsch der Wiese kann der Land Rover seine Qualitäten beweisen. Dennoch, warum musste es denn nun ein Defender sein? Wir haben uns für den Defender 110 entschieden, weil der unsere Kriterien an ein Geländefahrzeug erfüllt und weil er die Möglichkeiten bietet, die wir umsetzen wollten. Er hat genug Platz, dass wir darin schlafen können. Er hat die Möglichkeit, mit den entsprechenden Anbauteilen ihn so auszustatten, wie wir ihn für unsere Reisen benutzen wollen. Vorteil daran, dass es quasi das Mainstream-Fahrzeug unter den Overlandern ist, dass man sich super viel Inspiration von anderen Quellen, Foren, Reiseberichten und dergleichen holen kann und dass sehr viel Zubehör verfügbar ist und es gibt wahnsinnig viele Reiseerfahrungen schon, auf die wir beim Ausbau zurückgreifen konnten. Das heißt, du hast gerade gesagt, dass ihr drin schlafen könnt. Ich sehe jetzt da oben noch ein Dachzelt. Wir haben unsere ersten Reiseerfahrungen mit einem VW Passat mit nur dem Dachzelt oben drauf gemacht und mussten dann in einer stürmischen Nacht mal nachts um 3 auf den Lofoten mitten in Norwegen bei Sturm und Regen das Dachzelt abbauen und haben gesagt, das nächste Mal gibt es ein Auto, wo wir auch drinnen schlafen können. Okay. Das Dachzelt haben wir natürlich beibehalten, weil es wunderschön ist, im Dachzelt zu schlafen und weil es sehr viel mehr Platz bietet als das Auto. Aber bei stürmischen oder sehr kalten Nächten weichen wir dann ins Auto aus. Das heißt, ihr seid schon auch gerne im Norden unterwegs, oder? Ja, ich glaube, also ich bin halt quasi halb im Norden aufgewachsen, habe meine halbe Kindheit in den Urlauben dort verbracht und wir lieben einfach diese Landschaft, Schweden, Norwegen, gerade oben Nordnorwegen ist beeindruckend mit den ganzen Gebirgen, mit den Fjorden und das Land bietet sich auch einfach an, so zum Overlanding, zum Reisen mit Defender und Dachzelt. Man darf da, die ganzen Regelungen sind da recht, ja, man kann sie ganz gut dafür auslegen, dass man sich auch mal in die Natur stellen darf. Und wir haben da schon unglaublich viele schöne Erfahrungen gemacht. Und dann soll es trotzdem ein Dachzelt sein, auch wenn es da durchaus mal frischer sein kann, ja? Ja. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Dachzelt gemacht, auch bei kälteren Temperaturen. Dadurch, dass das Dachzelt keinen Kontakt zum Boden oder sowas hat, ist es relativ gut isoliert. Das ist so eine Sandwich-Bauweise, die Platte. Wir haben eine 7 cm dicke Schaumstoffmatratze im Dachzelt und richtige Bettwäsche, unter der man wenig friert. Und wir haben im schlimmsten Fall die Möglichkeit, unsere Standheizung mit einem Schlauch oben ins Dachzelt zu legen, sodass man bei kühleren Temperaturen das Dachzelt ein bisschen beheizen kann. Sollte es nicht allzu windig sein, hält sich die Temperatur auch ganz gut im Dachzelt, dadurch, dass es keine großen Wärmebrücken gibt. Und dann kann man auch bei kalten Temperaturen das oben sehr gut aushalten. Und ganz zur Not geht es dann in die Kabine. Was war denn bei euch im Fahrzeug wichtig? Und zwar im Fahrzeug wichtig, dass wir die Möglichkeit haben zu schlafen. Dann war war notwendig, dass wir relativ viel Stauraum haben, weil wir angestrebt haben, dass wir so 2-3 Wochen Urlaub ohne große Zwischenstopps irgendwo bewältigen können. Das gilt natürlich nicht für Essen und Wasser, aber so, dass wir genug Material, Klamotten und dergleichen für die Urlaube mitnehmen können. Dass man auch mal zwischendurch duschen kann, also dass man nicht dann immer ständig dafür irgendwo anhalten muss, sondern dass man mal schnell Haare waschen kann oder sowas. Das ist dann auch ganz praktisch. Ja, ja. Dann war uns wichtig, dass es im allerschlimmsten Fall die Möglichkeit gibt, auch drinnen zu kochen, dass man im schlimmsten Fall auch drinnen den Kocher aufstellen könnte, dass man sich
in dem kleinen Handwaschbecken zur Not mal ein bisschen die Finger sauber machen kann oder mal ein kleines Geschirrstück abwaschen könnte. Und uns war wichtig, dass es übersichtlich ist und wir wenig Räumerei haben. In den ersten Urlauben hatten wir viel in kleinen Kisten und dann musste man sich merken, was ist in welcher Kiste und war viel am Hin- und Herräumen. Also und damals noch mit dem Passat. Einpacken mit dem Passat. Und das ist jetzt mit dem Schranksystem und den Kisten in den Stauboxen mit dem Zugriff von oben sehr viel besser geworden. Ja. Das haben wir auch gesehen, andere Defender-Ausbauten, die haben dann halt, dass sie komplett noch im Ausbau alles vollgepackt haben mit Taschen und ich weiß nicht was. Und dann müssen die jetzt erstmal alles auf die Fahrersitze räumen. Und genau das wollten wir halt umgehen, dass man sagen kann, es ist jetzt gerade Kackwetter, wir krabbeln schnell nach hinten, bauen schnell das Bett auf und können einfach schlafen quasi. Ja. Aber ihr seid schon so, dass ihr gerne im Urlaub auch draußen lebt, hauptsächlich. Wir verbringen unseren Hauptteil des Urlaubs, beziehungsweise in der Zeit, wo wir nicht hinterm Steuer sitzen, sitzen wir dann eigentlich neben dem Auto. Einfach weil wir deswegen ja in die Natur fahren. Drin bleiben können wir auch zu Hause. Das heißt, wir fahren eigentlich ja, um in der Natur zu sein, in Urlaub. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns ums Auto relativ viel aufbauen können, sei es die Campingstühle, sei es ein Campingtisch. Wir können die Fläche durch die Markise ein bisschen erweitern. Wir haben die Möglichkeit, unseren Wasserhahn nach außen zu drehen und den draußen für Spülen, Duschen, Händewaschen zu benutzen. Und haben auch unser Zubehör so ausgerichtet, dass wir es eigentlich überwiegend draußen benutzen können. Wir kochen auch ganz gern draußen. Haben wir zum Beispiel unseren Rocket Stove. Das ist so ein kleiner Ofen mit Kamineffekt, also hinterlässt es kein offenes Feuer und man hinterlässt keinen Abdruck im Gras zum Beispiel und kann dann trotzdem mit einem Dutch Oven kochen oder eine Pfanne und irgendwas Schönes draußen grillen. Das heißt, überwiegend versuchen wir dann auch wirklich draußen zu kochen. Aber das hört sich ja ganz danach an, als ob ihr auch gar keine Kabine brauchen würdet, oder? Oder was fehlt euch vielleicht beim Defender? Uns fehlt beim Defender bei gutem Wetter nichts und bei schlechtem Wetter ein wenig der Platz, um sich gegenseitig nicht unbedingt auf die Nerven zu gehen und um mehrere Sachen gleichzeitig machen zu können. Wir können durch die Notwendigkeit des Umklappens nicht gleichzeitig eine Sitzecke und das Bett benutzen. Das heißt, wenn einer abends noch sitzen bleiben möchte, sein Buch zu Ende lesen, der andere möchte gerne schon ins Bett gehen, dann geht das im Fahrzeug nicht. Ja. Das wäre ein Vorteil eines größeren Fahrzeuges mit der Möglichkeit, dass man 2 oder mehrere separate Bereiche hat. Und auch das Duschen funktioniert natürlich bei wirklich schlechtem Wetter draußen nur bedingt. Ja. Und wie lange habt ihr das Fahrzeug jetzt? Wir haben ihn damals Oktober 2018 gekauft. Haben dann in dem Herbst bzw. Winter erstmal angefangen, die ganze Technik vom Defender zu checken bzw. zu anpassen, dass alles einwandfrei läuft, dass wir auch wissen, wir bleiben dann nicht direkt bei der ersten Tour liegen. Und haben dann im Frühjahr 2019 mit dem kompletten Campingbau angefangen und haben dann im Sommer 2019 unsere erste große Reise gestartet und sind dann damals 3 Monate gereist und haben die Ostsee quasi komplett umrundet. Und gab es danach einiges, was ihr ändern musstet, oder habt ihr festgestellt, ach, das passt eigentlich alles so, wie wir das uns ausgebaut und vorgestellt haben? Ich würde sagen, der größte Teil passt so. Es sind nur minimal Kleinigkeiten, die wir geändert haben. Der größte Teil passt so, der größte Teil ist auch noch so, wie wir damals unsere erste Reise angetreten haben. Sind Kleinigkeiten, die wir verändert haben, Details im und am Auto, aber der Kernausbau ist so geblieben. Schön. Dann hat sich das ja schon gelohnt. Wo soll es als nächstes mit dem Auto hingehen? Unsere nächste große Reise geht Richtung Italien, beziehungsweise speziell die Insel Sardinien. Da geht es dann im Mai hin und haben wir auch 2,5, 3 Wochen Zeit. Und sind da schon ganz gespannt, was wir da so erleben. Haben schon von ein paar Freunden ein paar Bilder und Reiseberichte gesehen und das macht schon richtig Laune. Vor allem kann man dann da unten schon zu der Jahreszeit wahrscheinlich sehr gut draußen leben. Genau, ist dann mal das Kontra zu den Gebieten, wo wir sonst sind. Sonst sind wir immer im kühleren Norden und dann geht es mal in die Sonne, ins Warme. Ein bisschen Gut-Wetter-Camping. Ja, dann vielen Dank erstmal und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß und gutes Wetter da unten. Danke.
Tja, gutes Wetter ist beim Dachzeltcamping dann irgendwie doch ganz nett. Die Kombi aus potentem Geländewagen, Minimalausbau und kompakten Maßen. Für Pia und Tobi funktioniert sie. Wenn ihr doch eher auf Mehrplatz und Komfort steht, auch da hätten wir was in unseren anderen Einzelabnahmen von Fahrzeugen mit dem besonderen Pfiff. Die findet ihr hier in unserem Kanal.